Etwas ist geschehen. Nicht laut, nicht dramatisch. Es hat sich still in das Korn gelegt, mitten in der Nacht. Kein Mensch hat es gesehen, und doch war es plötzlich da. Ein Zeichen im Feld. Wer hat es hinterlassen? Und warum? Lost places. Remote viewing. Forschung. Expeditionen. Paranormales. Supported by Into the Matrix. The True Human Show. Kornkreise sind für viele ein altes Phänomen, irgendwo zwischen Faszination und Skepsis. Manche nennen sie Kunst, andere sprechen von Spuren aus einer anderen Welt. Und dann passiert es plötzlich wieder. In der Nähe von München im Sommer 2025 entsteht ein neues Muster. Über Nacht. Präzise, geordnet, ohne Spuren von Technik oder Maschinen. In dieser Folge wollen wir herausfinden, was dort wirklich geschah. Wir sprechen über das, was sichtbar war, und zeigen euch, was unsere Remote Viewing Session uns darüber verraten hat. Einblick in ein Ereignis, das nicht zufällig wirkte und vielleicht mehr ist als nur ein Muster im Getreide. Nur wenige Kilometer südlich von München, zwischen Feldern und sanften Hügeln, tauchte am 22. Juli 2025 plötzlich ein Zeichen auf. Ein Kornkreis, mitten in einem ausgereiften Weizenfeld bei Starnberg. Kein großes Aufsehen, keine Menschenmengen. Und doch war er da. Präzise, ruhig, geometrisch vollkommen. Das Getreide stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Ernte. Die Ähren waren reif, die Halme kräftig. Und genau deshalb war es umso bemerkenswerter, wie sie im Kreis lagen. Nicht gebrochen, nicht geknickt, sondern gebogen. Sanft, gleichmäßig, ohne sichtbare Spuren von Geräten oder Menschen. Das Muster selbst war klar strukturiert, konzentrisch, symmetrisch, frei von Chaos. Ein geometrisches Spiel im Gold des Sommers. Der Durchmesser lag schätzungsweise bei 30 bis 50 Metern. Aus der Luft betrachtet wirkte das Ganze wie bewusst gesetzt, wie ein Symbol, das gesehen werden sollte. Der Landwirt ließ das Muster leider nur für kurze Zeit unberührt. Er mähte es rigoros ab. Was bleibt, ist ein Monument. Ein Zeichen, das kam und ging. Und die Frage, warum gerade hier? Warum gerade jetzt? Der Viewer beschreibt zu Beginn ein natürliches Feld mit einer lebendigen, wogenden Bewegung. Die Atmosphäre ist leicht, aber gespannt. Das wuschelige Element, das er wahrnimmt, lässt sich eindeutig als das Korn bzw. die Ähren auf dem Feld deuten, die sich zum Zeitpunkt der Beobachtung bewegen. Es ist spürbar, dass gerade etwas passiert. Im nächsten Schritt erfasst der Viewer eine geometrische Form, ein symmetrisches, auffällig klares Muster im Feld. Es wirkt strukturiert, gleichmäßig. Der Viewer schildert die Wahrnehmung, als würde man in eine Art Tor oder Öffnung blicken, das in eine andere Schicht führt. Dies kann eindeutig als der entstehende Kornkreis interpretiert werden, der in diesem Moment sichtbar wird. Während der Entstehung nimmt der Viewer eine Gruppe wahr. Keine klassische Menschengruppe, sondern eine Form von kollektiver Präsenz. Sie erinnern den Viewer der Erscheinung nach an Gottesanbeterinnen. Alles wirkt schlank und lang. Von ihr geht eine kontrollierte, zielbewusste Handlung aus. Etwas bewegt sich von oben nach unten. Eine Art Kraft oder Energie, die sich auf das Feld richtet. Dieser Impuls
scheint aus größerer Höhe zu kommen, präzise auf den Punkt gerichtet. Der Viewer beschreibt diesen Vorgang als ruhig, aber bestimmt. Dabei entsteht kein Lärm, keine mechanische Bewegung. Vielmehr scheint sich das Korn durch diese Einwirkung gezielt zu legen. Die Bewegungen sind weich, aber bestimmt. Das Ergebnis geometrisch klar. Der gesamte Prozess wird als geordnet und nicht störend beschrieben. Es entsteht keine Zerstörung, sondern vielmehr eine sichtbare Struktur im Feld, durch eine gezielte Einwirkung von oben. Der Impuls, der für ihn wie ein Laser wirkt, trifft präzise die Erdoberfläche. Der Viewer nimmt deutlich wahr, dass dieser Vorgang nicht zufällig ist. Die Instanz, die diesen Prozess auslöst, tut dies gezielt, aber ohne Aufsehen. Die Absicht dahinter ist friedlich. Der Kornkreis wird als ein Geschenk hinterlassen. Keine Täuschung, kein Test, sondern eine bewusste Übergabe als Einladung hinzuschauen. Der Ort selbst scheint nicht bewusst gewählt zu sein, sondern eher zufällig. Die Auslöser kommen nicht zurück. Es ist ein einmaliger Akt. Für sie ist dieser Vorgang alltäglich, nicht besonders. Doch die Geste ist es. Sie soll berühren, aufwecken, sensibilisieren. Was bleibt, ist ein Gefühl, dass es mehr war als nur ein flüchtiges Zeichen. In unserer Remote Viewing Session zeigte sich ein Prozess, gezielt, friedlich, von einer Instanz gelenkt. Ein Impuls von außen, wie ein Geschenk, bewusst hinterlassen. Nicht um Angst zu machen, sondern um Aufmerksamkeit zu schaffen. Der Ort selbst war offenbar nicht geplant, sondern zufällig gewählt. Kein Ritual, kein Auftritt, kein Kontaktversuch. Nur ein Zeichen für uns, für jene, die es bemerken. Wir wissen nicht, was der nächste Sommer bringt, ob es wieder Zeichen geben wird oder ob wir sie übersehen. Aber eines steht fest: Wenn wir lernen, genauer hinzuschauen, dann beginnt etwas Neues. Wenn du tiefer eintauchen willst in Themen wie diese und lernen möchtest, wie du selbst Remote Viewing anwenden kannst, dann findest du unsere Seminare und Infos dazu auf intothematrix.de. Eines ist sicher: Die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Human Show. Women wake up. The free human. The True Human Show. Supported by Into the Matrix.